Wir müssen über das Meer sprechen, nicht über die romantische Vorstellung von Freiheit und endloser Weite. Wir müssen über die Arterien des globalen Handels sprechen, über die riesigen Containerschiffe, die leise und unsichtbar über die Ozeane gleiten und uns alles bringen, was wir zum Leben brauchen. Das Handy in deiner Tasche, die Kleidung an deinem Körper, das Essen auf deinem Tisch. Dieses System ist das Rückgrat unserer modernen Zivilisation. Es ist so selbstverständlich, dass wir nie darüber nachdenken. Aber was, wenn ich dir sage, dass genau diese Lebensadern unserer Welt gekapert werden? Was, wenn ich dir sage, dass eine nicht gewählte globale Bürokratie in London gerade dabei ist, sich selbst das Recht zu geben, diesen globalen Blutkreislauf zu besteuern? Was, wenn ich dir sage, dass die Vereinten Nationen kurz davor stehen, eine globale Steuer zu erheben, die dich, dein Leben und deinen Wohlstand direkt treffen wird, ohne dass du jemals eine Stimme hattest? Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist keine ferne Dystopie. Es passiert jetzt. Diese Woche. Willkommen bei der ultimativen Form der Besteuerung ohne Vertretung. Vorhang auf für die Internationale Seeschifffahrtsorganisation, einen obskuren Ableger der Vereinten Nationen. Die meisten Menschen haben noch nie von ihr gehört. Und genau das ist Teil des Plans. Im Schatten, weit weg von der demokratischen Kontrolle, schmieden diese Bürokraten gerade den letzten Nagel für den Sarg unserer nationalen Souveränität. Unter dem Deckmantel des Klimaschutzes wollen sie ein sogenanntes Net Zero Framework für die Schifffahrt verabschieden. Das klingt harmlos, technisch, langweilig. Aber in Wahrheit ist es ein Raubüberfall in globalem Maßstab. Der Plan sieht vor, eine direkte Steuer auf Emissionen von Schiffen zu erheben, die über einem willkürlich festgelegten Limit liegen. Wir sprechen von bis zu $380 pro Tonne CO2. Das würde jährliche Steuereinnahmen von 10 bis 12 Milliarden Dollar generieren. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der Moment, in dem die Maske fällt. Dieses Geld fließt nicht an die nationalen Regierungen zurück, damit sie es für ihre Bürger ausgeben können. Nein. Dieses Geld, dieser globale Tribut, wird von den Reedereien direkt in einen neuen, von der UNO kontrollierten Fonds eingezahlt, den Net Zero Fund. Das ist ein historischer Dammbruch. Zum ersten Mal in der Geschichte beansprucht die UNO das Recht, eine direkte globale Steuer zu erheben und die Einnahmen selbst zu verwalten. Bisher wurde die UNO zu 90% von den Mitgliedstaaten finanziert. Das gab den nationalen Regierungen zumindest theoretisch die Möglichkeit, Kontrolle auszuüben, den Geldhahn zuzudrehen, Rechenschaft zu fordern. Mit dieser neuen Steuer durchschneidet die UNO diese letzte Fessel. Sie schafft sich ihre eigene unabhängige Einnahmequelle. Sie wird zu einer Weltregierung mit eigenem Budget, die niemandem mehr Rechenschaft schuldig ist. Eine Schattenregierung, finanziert durch eine Steuer, die am Ende du bezahlst. Aber dieser Plan ist weit mehr als nur eine Steuer. Er ist ein Baustein des digitalen Gulags, den sie für uns errichten. Stell dir das System vor, die globale Steuer finanziert die Weltregierung. Die digitale ID macht dich zum gläsernen Bürger. Digitale Zentralbankwährungen, bei uns der programmierbare digitale Euro, kontrollieren dein Verhalten. Es sind die 3 Säulen des neuen Totalitarismus. Und sie werden gerade vor unseren Augen errichtet. In dieser neuen, gefährlichen Welt reicht es nicht mehr, nur ein guter Bürger zu sein oder kluge Investmententscheidungen zu treffen. Du brauchst eine Festung. Du brauchst einen Plan B. Genau dieses System lehren wir in unserem Seminar, das Schweizer Taschenmesser für deinen Plan B, das wir regelmäßig in Zürich veranstalten. Es ist das Konzentrat aus jahrelanger Erfahrung in der Beratung von Menschen wie dir. Wir zeigen dir die 7 entscheidenden Werkzeuge, die du brauchst, um in dieser neuen, gefährlichen Welt zwischen EU-Überwachungsapparat, Aufrüstung und Kriegstreiberei souverän zu bleiben. Vom unzerbrechlichen Schild einer zweiten Staatsbürgerschaft über die finanzielle Festung von Bankkonten außerhalb der EU bis hin zur Errichtung krisensicherer Unternehmensstrukturen. Und aufgrund der kritischen geopolitischen Lage haben wir einen ganz besonderen Gast. Einen Mann, der die geopolitischen Risiken kennt wie kaum ein anderer, Ex-General Erich Warth. Er war jahrelang der engste militärpolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel und kennt Wladimir Putin persönlich.
Er wird dir seine ungeschminkte Einschätzung der Lage geben und dir Tipps verraten, wo und wie du diesem Wahnsinn entkommen kannst. Alle Informationen dazu findest du unter dem Link in der Beschreibung. Und jetzt, wo du verstehst, was auf dem Spiel steht und wie du dich schützen kannst, lass uns tiefer in die Abgründe dieses globalen Raubzugs blicken. Wer, glaubst du, wird die Kosten für diese neue Steuer tragen? Die Reedereien? Ein Witz. Sie werden sie direkt an dich weitergeben. Experten warnen, dass diese Steuer die globalen Transportkosten um bis zu 10% erhöhen könnte. Das bedeutet, alles, was du kaufst, wird teurer. Dein neuer Fernseher, deine Ersatzteile fürs Auto, deine Lebensmittel. Es ist eine globale Mehrwertsteuer, beschlossen von einem Gremium, von dem du noch nie gehört hast, für Zwecke, die du niemals kontrollieren kannst. Du musst nicht den Experten glauben. Hör auf die Stimmen auf der Straße, auf die Wut im Netz. Auf Reddit schreibt ein kleiner Online-Händler: Ich importiere Waren aus China. Meine Frachtkosten sind schon explodiert. Wenn diese UN-Steuer kommt, kann ich meinen Laden dicht machen. Danke für nichts, ihr globalistischen Eliten. Ein anderer User kommentiert zynisch: Erst zwingen sie uns, alles in Asien produzieren zu lassen, und jetzt besteuern sie uns dafür, dass wir es über den Ozean schippern. Man kann sich diesen Wahnsinn nicht ausdenken. Und wofür wird dieses Geld angeblich verwendet? Offiziell, so heißt es, soll es Innovationen in der grünen Schifffahrt fördern und emissionsarme Schiffe belohnen. Das ist die PR-freundliche Fassade. Aber im Kleingedruckten des Plans steht die wahre Agenda. Das Geld soll auch für Initiativen für einen gerechten Übergang in Entwicklungsländern und zur Abschwächung negativer Auswirkungen des Klimawandels auf schutzbedürftige Staaten verwendet werden. Verstehst du, was das bedeutet? Das ist kein Umweltfonds. Das ist ein gigantischer globaler Umverteilungsapparat. Ein milliardenschwerer Topf voller Geld, der von UN-Bürokraten ohne jegliche demokratische Kontrolle nach Gutdünken an wen auch immer verteilt wird, solange das Etikett Klima draufklebt. Es ist eine Einladung zu Korruption und Günstlingswirtschaft in einem unvorstellbaren Ausmaß. Es ist ein globaler Geldwäscheapparat für linke Ideologie. Wenn du glaubst, dass dieses Geld transparent und im Interesse der Bürger verwaltet wird, dann habe ich eine CO2-neutrale Barkasse, die ich dir verkaufen möchte. Und wer entscheidet, wann diese Steuer erhöht wird? Wer definiert die Regeln? Ein Komitee von über 170 Mitgliedern unter der Schirmherrschaft der IMO. Viel Glück dabei, als Wähler in Berlin, Boston oder Bangkok irgendeinen Einfluss auf diese Debatte zu nehmen. Du hast keine Stimme. Das ist der eigentliche Skandal. Während die Wähler in ganz Europa und den USA immer unwilliger werden, die enormen wirtschaftlichen Kosten der Net-Zero-Agenda zu tragen, versuchen die klimabesessenen Politiker und Bürokraten, ihre Agenda über die Hintertür durchzudrücken. Sie nutzen nicht gewählte internationale Gremien, um ihre Politik zu zementieren, bevor die Demokratie sie stoppen kann. Es ist ein stiller Putsch gegen den Willen der Wähler. Wenn du verstanden hast, dass dies kein Test ist, sondern der Ernstfall, dann musst du handeln. Die Zeit, deine Festung zu bauen, bevor die globale Flut alles mit sich reißt, ist jetzt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.